Meine erste Etappe habe ich geschafft. Mit dem Bus vom Dörfchen in die Stadt. Jetzt sitze ich auf dem Bahnhof und muss warten. Guten Morgen allerseits. Ich bin seit knapp 3 Stunden unterwegs, oder 4 schon fast. Jetzt haben wir es 9:30 Uhr. Bin in der Stadt angekommen, heute früh um 6 Uhr aufgestanden, mit dem Bus gefahren in die Stadt. Und jetzt muss ich noch 7 Stunden 50 Minuten warten auf meinen Anschlusszug. Dann geht es weiter, Krasnojarsk, Irkutsk, Ulan-Ude. Also bis später. Hallo miteinander, ich bin jetzt in meiner Lieblings-Stalowaja und habe mir ein Menü geholt, weil ich Pause machen muss. Hab noch 4,5 Stunden, bis der Zug kommt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, was das kostet, der ganze Spaß. Salat, 2 Brotstückchen, Hühnchenfleisch mit Kartoffeln, eine Suppe und so ein Muravé. Umgerechnet 4,89 €. Bis später. Ich sitze jetzt im Zug und habe für euch mal das hingelegt, was ich gekauft habe. Ein RAM-Komplekt Dichtungen für das Getriebe, eine Handkurbel für die Fensterscheibe und 3 Dichtringe. Das nennt sich Rutschka, das Teil. Alles zusammen etwa 800 Rubel. Und ausrechnen könnt ihr den Betrag jetzt selbst. Ich habe keinen Bock, nach dem aktuellen Umtauschkurs zu suchen. Ja, ich bin gut angekommen, habe schon mein Fresspaket ausgepackt. Ein Schwarzbrot, eine Salami, eine Tomate, eine Instantsuppe und russisches Kompott. Und jetzt werde ich es mir gemütlich machen. Den Tisch kann man umklappen, hier werde ich nachts schlafen und morgen früh komme ich auf der ersten Station an. Dann heißt es umsteigen und weiter geht's. Bis später, euer Matze. So, die letzten Kilometer nach Krasnojarsk rein. Über den großen Fluss. Guten Morgen allerseits. So, jetzt bin ich angekommen in Krasnojarsk. Sitze an einem Café neben dem Bahnhof und warte bis um 7 Uhr öffnet. Ja, und dann werde ich erstmal frühstücken. Gemütlich, weil im Zug frühstücken, das ist so teuer. Und meine Vorräte, die ich mit habe, will ich mir aufheben für heute Abend, für die Weiterfahrt. Dann bis später. Matze, ich mache nochmal einen kurzen Rundumblick mit dem Video, mit einem neuen Videoclip. Und dann sehen wir uns heute Abend in den nächsten Videoclips. Und das ist mal für euch der Rundumblick. Ich habe mir es hier gemütlich gemacht. Am Café, hier ist eine riesen Baustelle am Bahnhof. Keine Ahnung, was die hier bauen. Ich bin zum ersten Mal hier. Aber der Himmel ist ordentlich sauber, schön blau. Angenehm kühl mit 12 Grad. Man kann es aushalten. So, jetzt gibt es ein bisschen Content für euch. Wie ist denn so ein Tagesablauf auf einer Reise bei mir? Ganz einfach. Zum Anfang ein bisschen geplant. Welchen Bus, welchen Zug, Tickets gekauft. Dann unterwegs habe ich Pausen zwischen Bus und Zug und Zug, weiter Pausen. Jetzt habe ich etwa 6 Stunden Zeit. Bin gegen 7 Uhr Krasnojarsk angekommen und gegen 12 Uhr muss ich wieder am Bahnhof sein. Also 13 Uhr noch was. Ja, knapp 14 Uhr fährt der Zug weiter. Also ich habe genug Zeit. Deswegen war ich in der Stadt zu Fuß. Habe natürlich vorneweg meinen Koffer in der Gepäckaufbewahrung abgegeben, weil das Ding sau schwer ist und das Ding ich nicht die viele Kilometer, die ich hier laufe, mit mir schleppen will. Da habe ich für 3 Stunden 350 Rubel bezahlt. Das ist ein ganz guter Preis, das geht so. Dann war ich neugierig, was mich ein Taxi kostet hier. Naja, für die paar Kilometer hin und zurück wollte er 600 Rubel haben. Dann habe ich gesagt, nee, da laufe ich lieber. So, das heißt, am Bahnhof sollte man keine Getränke und nichts zu essen kaufen für unterwegs, weil die Preise sind mal 2, mal 3, teilweise mal 4. Das werde ich euch gleich erklären im nächsten Videoclip. Deswegen lohnt es sich, wenn man die Pausen hat, dazwischendurch 3, 4 Stunden Gepäck in die Gepäckaufbewahrung bringt, dass man es nicht schleppen muss und dann mit Double-GIS-Navigation sich die nächsten Einkaufstempel oder Gaststätten in der nächsten Nähe suchen und zu Fuß. Man macht ein bisschen Sport, hat frische Luft und sieht ein bisschen was von der Umgebung. Das ist so mein Ratschlag dazu.
So, was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt werden wir gleich zum nächsten Videoclip kommen. Da muss ich die Kamera aber wechseln auf die andere Seite. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Für unterwegs habe ich mir besorgt eine Flasche Milch, weil Kaffee ohne Milch ist absolut No-Go für mich. Brot, ein paar Tomaten, Wurst habe ich noch in meinem Koffer. 4 Flaschen leckeres Mors. Das ist ein Standardgetränk. In Russland gibt es Kompott und Mors. Ich nehme lieber die russischen Getränke, die schmecken ganz gut. Die kann man trinken. Cola und das andere Zeug versuche ich zu vermeiden. Und mein Lieblingsgetränk Baikal gab es nicht. Ja, und da werden einige aufschreien, oder einer zumindest, dass ich im Karaoke Discounter war. Ja, ich habe mittlerweile in den 7 Jahren gelernt, was man kaufen kann und was man nicht kaufen sollte. Nur so als Hinweis. Jetzt machen wir mal einen Rundumblick. Ich bin hier am Stadtrand, ein Stück weg vom Bahnhof. Kurzer Rundumblick. Naja, man kann sich anschauen. In der Nähe vom Bahnhof. Also bei uns gibt es solche Einkaufsläden wie Svetofor, Dobrutzen, Karaoke Discounter, Alex, Titan, Kletterrotschka, Magnit und nicht wie sie alle heißen. Und da habe ich rausbekommen in den Jahren, 7 Jahren, die ich schon hier bin, was man kaufen kann. Und in jedem Laden gibt es was man nehmen kann und was man lieber nicht nehmen sollte. Und dazu können wir irgendwann mal andermal ein ausführliches Video machen. Bis später. Ja, was ich noch erzählen wollte, im Zug natürlich auch, sollte man vermeiden, die Speisen und Getränke zu kaufen. Natürlich kann man das ja machen, wenn man ein dickes Portemonnaie hat. Ich mache es ökonomisch, weil dort die Preise auch ziemlich gepfeffert sind. Was war es? In Käffchen A200 Rubel und in Tee 180 Rubel. Für das Geld kriege ich eine ganze Packung Tee im Pjatarotschka. Und für Kaffee, da kriege ich einen 75 Gramm Päckl getrockneten, sublimierten Kaffee zu kaufen. Davon kann ich 20 Mal Kaffee machen. Deswegen versuche ich das immer so ökonomisch wie möglich zu gestalten, weil ich muss die Rubel, die ich habe, nicht zum Fenster rausschmeißen. Ja, und was habe ich erlebt in den Jahren? Liebe Grüße an Atom, den Honigdachs aus dem Universum. Ja, zum Beispiel Thunfisch. Habe ich Sachen erlebt hier. Ich nenne jetzt keinen Namen, eine Thunfischmix gekauft zum Test in so billig das Discounter nach Hause gebracht. Und ich habe zu Hause 4 Qualitätstester. Fenja, Tesla, Odin und Thor. Ja, und diese Dose wollten nicht mal meine Katzen fressen. So, und wenn die Nase heben und gehen, weiß ich genau, lieber in die Mülltonne und nicht mehr kaufen. Das war eine graue Paste, undefinierbarer Zustand. Roch zwar so ähnlich wie Thunfisch riechen sollte, aber selbst ich habe mir nicht getraut, das Zeug anzufassen. Ja, und dann gibt es andere, zum Beispiel den Namen kann ich nennen, Pjatarotschka oder Alex oder Titan, dort gekauft, auch ein gleichwertiges Produkt, da ähnliche Verpackung, nur anderes Schild drauf. Ja, und da waren dann ganze Stücken im eigenen Saft und meine Fenja sofort buschigen Schwanz, miau, 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 und die halbe Büchse war weg. Und da wusste ich genau, aha, das kann man kaufen. Das heißt, in den 7 Jahren haben wir herausgefunden, welches Produkt man in welchem Lebensmittelgeschäft man nehmen kann und was man besser stehen lassen sollte. Zum Beispiel Sardellen oder Sardinen oder Sprotten in Öl. Es gibt auch viele Varianten. Da gibt es Varianten, die sollte man besser nicht kaufen. Und wenn man sie kaufen will, weil sie schmecken, kenne ich aus einer Erfahrung, dann sollte man die nächsten 24 Stunden darauf allein sein. Weil es könnte passieren, dass deine Ehefrau oder dein Partner nachts einen medizinischen Notruf wählt, weil sie glaubt, du bist innerlich am Verwesen. Beziehungsweise Alarm gibt, Notsituation, chemischer Krieg ist ausgebrochen. Also da sollte man vor Flucht aufpassen, was man zu sich nimmt. Da ist der Thunfisch wesentlich besser. Der hat keine Nebenwirkungen. Aber das ist alles Erfahrung, was man so sammelt in den 7 Jahren hier. Was man wo kaufen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber es ist bei euch genau die gleiche Scheiße. Es ist immer das Gleiche. Es gibt Produkte, die in der Qualität unterste Schublade sind, mittlere, obere Schublade und natürlich hast du dann einen entsprechenden Preis dazu. Und das ist alles analog zu euch. Bei euch habt ihr dann eben Aldi, Lidl, Netto, Norma und wie sie alle heißen und wir haben eben andere Namen dafür. Nichts anderes ist das. Das war mal so ein bisschen aus der Geschichte des Lebens, im Alltag hier geplaudert für euch speziell.
So, und jetzt werde ich mich wieder auf den Weg machen zu Fuß, noch etwa 2 Kilometer zurück zum Bahnhof und dann muss ich noch 3 Stunden warten. Und dann geht es weiter Richtung Ulan-Ude. Bis später, euer Matze. So, ich bin auf dem Bahnhof und für euch, da unten ist eine schöne alte Dampflok. Ich versuche sie mal ein bisschen ran zu zoomen für die Eisenbahnfans. Mehr kann ich leider da nicht tun, weil ich komme da jetzt momentan nicht hin. So, jetzt sitze ich im Zug in Richtung Ulan-Ude. Ja, fantastisches Wetter in Sibirien. Einfach wow. Ich habe schon richtig geschwitzt im T-Shirt. Und jetzt geht es langsam los. Wir sind gerade losgefahren aus dem Bahnhof. Etwa 5 Minuten unterwegs. Und ich werde versuchen für euch noch unterwegs noch ein paar Stationen einzufangen, wenn wir länger Pause machen. Da gibt es auch angeblich ein paar alte Loks zum Filmen. Mal schauen. Dann bis später. So, noch ein wenig Impression für euch von der langen Zugfahrt. Wir haben zum Glück noch Sonnenschein. Kann ich ein bisschen was einfangen. So, das ist meine etwas unbequeme Nische. Holzklasse. Werde ich dann euch später nochmal zeigen, wenn ich es ausgeklappt habe. Wir haben auch ein paar Katzen mitfahren. Dort vorne sind 4 Katzen, aber nicht meine diesmal. Von einem anderen Bahngast. Genießt die Aussicht ein bisschen. In der nächsten Station gibt es dann auch noch mal ein Video. Ich werde euch noch mal die Toilette zeigen, den Samovar vorne, wenn ich mein Käffchen hole. Aber das machen wir später. So, wie versprochen, ein kleines Video für euch. Ich habe mein Süppchen und ein Glas für meinen Kaffee. Und in jedem Zug gibt es so einen schönen kleinen Samovar. Der wird dort beheizt. Mit Holz, mit Kohle, was auch immer. Und man bekommt da immer heißes Wasser kostenlos in allen russischen Zügen. Bis gleich. So, ich hoffe, ich kann auch ein bisschen Birkenwald für euch einfangen und das richtig geile Wetter. Mehr gibt es momentan bei mir nicht zu sehen. Ich werde später noch ein paar Videos machen. Ich hoffe, das vom Samovar ist ganz gut gelungen. Ich muss das 3-mal machen, wurde ich 2-mal angerippelt, wurde von hinten, weil die Leute an das Wasser ran wollten und nicht die Sekunden warten konnten. Mal schauen. So, ich bin mal zu den Kätzchen gegangen. Как было имя? Тигрис. Tigris. Тигр. Tiger. Ну, уменьшительное маленький. Я говорю по-немецки, мои друзья. Ist ein Fahrgast, der bis fast nach Vladivostok fährt. Kurz davor mit 4 Kätzchen unterwegs, so wie ich mal in meinem Video mit meinen 4 Katzen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich versuche mal für euch ein kleines Video zu machen. Ich bin in der Stadt Ilanskaya angekommen, auf dem Weg nach Ulan-Ude, auf dem Bahnhof. Mal einen kleinen Rundumblick für euch. Es gibt überall Kioske, was zu schnappern. Und wir haben gerade Gegenverkehr, einen Güterzug, deswegen warten wir wahrscheinlich. Ich denke mal, wird gleich weitergehen, 3-4 Minuten. Und das ist mein Zug. Einen wunderschönen guten Morgen alle. Heute der 9. Mai. Ja, kurz bin ich durch von einer halben Stunde. Jetzt geht die wilde Fahrt weiter in Richtung Ulan-Ude. Dort werde ich heute Abend gegen um 5 Uhr, sprich 17 Uhr am Nachmittag, am späten Nachmittag ankommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe dort 4 Möglichkeiten weiterzukommen. Mal schauen, welche von den 4 Möglichkeiten sich mir bietet.
Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, dann muss ich mir ein Hostel suchen oder werde vielleicht auch bei einem Freund übernachten, wenn er Zeit hat. Aber davon berichte ich euch später. So, mit Güterzug im Gegenverkehr. Wir fahren jetzt langsam in die Richtung Baikalsee und ich hoffe, ich kann dann für euch noch ein paar Aufnahmen machen. Ich werde es mal versuchen. Etwa eine halbe Stunde sind wir auf Höhe Baikalsee. So, jetzt seht ihr hier den Baikalsee im Mai. Er fängt an aufzutauen. Den Pass Kultuk habe ich hinter mir. Und die nächste Station ist Ljubljana, die kennt ihr aus Joris Videos. Naja, jetzt versperrt uns den Güterzug die Sicht. Ich mache noch ein paar Schnipsel für euch, speziell ohne viel Gequatsche.
Hallo alle miteinander, ich bin angekommen am Vokzal Ulan-Ude, am Bahnhof Ulan-Ude. 2 Tage, knappe 2000 Kilometer, ein bisschen mehr. Und jetzt wollte ich mich erstmal umschauen, rumtelefonieren, wie es weitergeht. Wahrscheinlich morgen früh dann Richtung Severna Irkutsk, also den Nordkreis hoch, nochmal 600 Kilometer. Bis später, euer Matze. Kleine Ergänzung für euch meiner Reisegeschichte. Meine Mitfahrgelegenheit, die eigentlich geplant war, heute über Nacht, hat nicht funktioniert. Die Gründe sind egal. Ich war jetzt hier bei der Avtokassa und fahre jetzt weiter über Nacht mit dem Bus in die Stadt Chita. Und morgen von Chita kümmert sich mein Kumpel darum, dass ich irgendwie von Chita nach Bagdad komme. Also alles immer spontan in Russland. Man kann viele Dinge nicht planen, aber es geht weiter. Irgendwie geht es immer weiter. Bis zum nächsten Video.